Willkommen zu diesem Video. Heute geht es um allgemeine Themen aus der Praxis. Wie Sie vielleicht wissen, leite ich ja seit 1993 eine Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins. Und da stellen mir meine Mitglieder schon die eine oder andere kuriose Frage oder aus ihrer Sicht auch eine ganz normale Frage. Heute geht es mal um die Frage, ein Kunde wollte wissen, seine Tochter ist 17 Jahre alt geworden, jetzt vor kurzem, und hat eine Ausbildung angefangen zur Sozialassistentin. Für die Ausbildung bekommt sie keine Lehrlingsvergütung, aber sie muss dafür auch nicht bezahlen. Da ihr Kindergeld nicht ausreicht, hat sie beschlossen, bei Kaufland stundenweise auszuhelfen. Sie bekommt dort 11,50 € die Stunde und will 12 Stunden die Woche arbeiten. Nun fragen die Eltern quasi mich, ob sie für die Tochter eine Steuererklärung machen müssen. Ja, nun erstmal kann keiner für die Tochter eine Steuererklärung machen. Die Kinder müssen immer ihre eigene Steuererklärung machen. Es sind ja dann immer die personenbezogenen Einnahmen. Es gibt ja auch Kleinkinder zum Beispiel, die haben ein Mietshaus geerbt, haben einen Haufen Mieteinnahmen und müssen ihre eigene Steuererklärung machen. Und so ist es auch bei diesem jungen Mädel. Wenn das Mädel arbeiten geht, mit 11,50 € die Stunde und 12 Stunden in der Woche kommt sie natürlich auf über 552 € so ungefähr und liegt damit über diese 450 € Minijobgrenze. Sie wird erstens sozialversicherungspflichtig, zweitens muss beachtet werden, sie ist minderjährig, sie darf insgesamt mit den Stunden ihrer Ausbildung nur 40 Stunden in der Woche arbeiten und sie muss 2 Tage frei haben. Wenn sie dann im nächsten Jahr, im nächsten Sommer 18 wird, dann darf sie 48 Stunden arbeiten und diese 2 freien Tage sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben. Aber noch unterliegt sie dem Jugendschutzgesetz. Ja, das sind so Dinge, die bedenkt man eigentlich nicht. Und deswegen finde ich das ja ganz wichtig, dass ich Ihnen gegenüber das mal hier anspreche. Jetzt kommen wir zum zweiten Fall. Auch ein besorgter Vater für seine Tochter fragt, aber er fragt, ob sie eine Steuererklärung machen muss. Steuerklasse 1, ledig, kein Kind und gar nichts. Und ich sage, ja, die muss, wenn sie Steuerklasse 1 hat, eigentlich keine Steuererklärung machen, es sei dann, sie hat Lohnersatzleistungen bekommen. Lohnersatzleistungen sind Arbeitslosengeld, Übergangsgeld, Insolvenzgeld und was es da alles gibt. Kurzarbeitergeld gehört auch dazu. Also wenn sie eine Lohnersatzleistung bekommen hat, die über 410 € im Jahr beträgt, dann muss sie eine Steuererklärung machen. Da ich jetzt die Unterlagen von der Tochter nicht gesehen habe, kann ich auch nicht beurteilen, ob sie Kurzarbeitergeld eingetragen hat. Wenn man jetzt Krankengeld bekommt oder Elterngeld oder Übergangsgeld oder Insolvenzgeld, bekommt man ja immer eine extra Bescheinigung. Das Kurzarbeitergeld aber wird auf der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung vermerkt. Und da ich die jetzt nur nicht habe, kann ich dem Vater auch nicht sagen, ob die Tochter eine Steuererklärung machen muss oder nicht. Wir sind jetzt so verblieben, er schickt mir die per Fax und ich gucke mir das dann mal in Ruhe an. Ja, das waren erstmal 2 Fälle und dann muss ich sehen, ob mir noch ein dritter einfällt, dann sehen wir uns gleich nochmal. Ja, ich habe noch ein Beispiel, wo ein minderjähriges Kind eine Steuererklärung abgeben muss. Und zwar ist die Mutter nicht verheiratet, hat die Tochter also allein großgezogen. Der Vater, der hat aber immer für Unterhalt gesorgt und er hat auch eine betriebliche Altersvorsorge abgeschlossen und natürlich auch darin die Tochter bedacht. Tragischerweise ist der Vater von dem Mädel tödlich verunglückt und das Mädel war 12 Jahre alt, als es dann in den Genuss, in den traurigen Genuss dieser hinterbliebenen Rente kam. Und die Mutter hat es eigentlich nicht so für wichtig gesehen. Das Mädel hatte aber immerhin über 20.000 € Jahresbruttorente. Und damit ist sie natürlich steuerpflichtig. Ja, sie hatte nur die Halbwaisenrente beantragt, die Mutter, und hat das alles andere ignoriert. Und irgendwie sind wir auf das Thema zu sprechen gekommen und ich sage, Mensch, das kann ganz schön teuer werden. Wir fangen jetzt mal an ab dem Todesjahr und arbeiten uns langsam nach und nach durch die Steuererklärungen durch.
Ja, natürlich kam es zu Nachzahlungen und auch zu Säumniszuschlägen, aber auf jeden Fall ist sie jetzt auf dem Laufenden und das Mädel wird bald 18 und dann muss die Mutter der Tochter natürlich erzählen, dass sie ein ganz schönes Jahreseinkommen hat. Ja, also ich weiß nicht, wie manche so ticken, wenn man bedenkt, diesen Grundfreibetrag, den jeder haben darf, diese etwas über 9.000 Euro, die sich jährlich ein bisschen erhöhen und dann mehr als das Doppelte an Betriebsrente vom Papa kriegt, also das geht gar nicht, ja. Ich weiß nicht, das sind dann auch meistens noch solche Leute, die Erzieher, Lehrer, Ausbilder sind, wo man eigentlich meinen müsste, die sollten Bescheid wissen. Und man kann dann nicht einfach ein Jahreseinkommen von 20.000 Euro plus Halbwaisenrente unter den Tisch kehren. Erstmal sind die Einnahmen aus der hinterbliebenen Rente vom Vater steuerpflichtig und dann sind zwei Einkommensarten, nämlich die Halbwaisenrente kommt auch noch dazu, aber beide zusammen liegen weit, weit unterm Steuerfreibetrag und so kommt es zu Nachzahlungen. Es ist schon immer besser, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dass man wirklich fachkundigen Rat sich einholt oder aber einfach auch mal auf YouTube die Suchbegriffe eingibt. Man kriegt da so viele Informationen. Es muss nicht sein, dass man da irgendwie hinterher so viel Ärger bekommt und Tausende von Euros nachzahlt, wenn man sich rechtzeitig kümmert. Ja, das waren jetzt erstmal drei wichtige Tipps zu Kindern, ja, wie das so aussieht. Also es gibt tatsächlich auch einen Fall, kenne ich noch, wo ein Kind, noch nicht mal schulpflichtig, ein Mietshaus mit mehreren Wohnungen geerbt hat und dadurch natürlich Mieteinnahmen hat. Auch für dieses Kind muss eine Steuererklärung gemacht werden und die Steuererklärung lautet auf den Namen des Kindes, aber die Eltern oder die Mutter muss dann als Erziehungsberechtigte unterschreiben. Ja, das waren heute mal 3 Beispiele aus der Praxis. Nicht gewöhnlicher Art, also da sind schon ein paar exotische Fälle, aber ich denke mal, das ist für den einen oder anderen sehr interessant. Schreiben Sie es hier unter in die Kommentare oder auch Ihre Fragen, Ihre Meinungen. Und wenn Sie mehr solcher Videos sehen möchten, dann kommentieren Sie ebenfalls das hier unter diesem Video. Und nun sichern Sie sich noch meinen kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung. Alles Gute, Jutta Marti.